Also ich bin Sarah Diel, ich bin 39 Jahre alt und ich habe vor ungefähr 3 Jahren dieses Buch geschrieben, Die Uhr, die nicht tickt. Und da geht es halt um die Frage, warum die kinderlose Frau so ein schlechtes Image hat. Und was das eben auch, ja, wie das zusammenhängt mit einem Frauenbild, an dem wir unbedingt festhalten wollen. Ne? Wo die Frau eben bestimmte Rollen zu erfüllen hat. Und wenn sie das nicht tut, wird sie eben als lieblos, als egoistisch und dergleichen ähm, dargestellt. Und meine Frage war halt, warum ist das so? Also an welchem Frauenbild wollen wir eigentlich festhalten? Wie gehen Frauen damit eigentlich selber um? Also wie definieren sie Kinderlosigkeit für sie selbst? Und hat das überhaupt, also spielt es überhaupt so eine große Rolle in ihrem Leben, diese Frage? Also ich denke, eine große Motivation, dieses Buch zu schreiben, war vor allem für mich persönlich die Frage, warum in meinem Bekanntenkreis so viele Frauen sind, die durchaus so sind wie ich, ja, also alles eher so, auch Frauen, die ja mit feministischen Gedanken groß geworden sind und sich auch in der Frauenbewegung verorten, ne? Aber diese Frage nach den Kindern oder diese Selbstzweifel, warum sie keine Kinder möchten, viel mehr beschäftigt hat als mich. Und für mich war das, glaube ich, einfach so eine Beschäftigung, warum kann ich mich so von diesen Erwartungshaltungen von außen so eher befreien und sie strugglen da noch so. Ne? Also damit man nicht sozusagen, ich imaginiere mich irgendwie als viel freier als sie, sondern mich hat einfach interessiert, warum selbst Frauen, die halt eigentlich sehr selbstbewusst sind, ne, und die eigentlich wirklich auch diese ganze auch sexistische Rhetorik hinter dem Frauenbild durchschauen, trotzdem ist es sie so an, ne? Trotzdem beschäftigt sie das und das lässt sie nicht los und sie haben halt unglaublich viele Selbstzweifel, wie sind sie drauf, dass sie keine Kinder wollen, also das, sie können sich nicht davon so distanzieren, so, ne, also, weil dahinter liegt ja dann schon ganz klar eine wahnsinnige Wirkungsmacht, also dass dieses eben diese Erzählung, dass eben die kinderlose Frau, dass mit der irgendwas nicht stimmt, ja, das beschäftigt Frauen auch. Und Frauen haben Probleme, davon wegzugehen, so, ne, und sich bei sich zu bleiben und eben sich nicht in Frage zu stellen. Ja. Und ich denke, das ist eben generell einfach etwas, was auch immer gerne gesagt wird, von wegen, also auch mir wird ja die Frage gestellt, ist das wirklich so, dass du andauernd angemacht wirst, sozusagen, weil du keine Kinder willst, ja? Und dann muss man auch sagen, ja, das ist nicht immer so klar, dass man immer blöde Sprüche bekommt. Also gerade wenn man sich ja auch in gewissen Zirkeln dann selber befinden möchte, wo man sich seine Freunde selber aussucht und dann hat man auch solche blöden Fragen eher nicht, außer vielleicht im Arbeitsumfeld, wo man sich nicht immer die Leute aussuchen kann, ja. Aber die Frage ist ja auch, wie sehr macht das Frauen selbst fertig, ja, weil ihr Selbstbild davon angefressen wird. Weil nämlich diese Erzählung, die kinderlose Frau ist eben lieblos, die ist egoistisch, ja, die denkt nur an sich, die ist zu ehrgeizig, die ist, mit der stimmt was nicht, ja. Das sind ja schon so Erzählungen, die machen ja auch was mit dir, ne? Also mit dir selber. Mhm. Und die wabern halt überall in diesem pseudowissenschaftlichen Blick auf kinderlose Frauen so rum. Also sie sind sehr, sehr dominant einfach. Und deswegen glaube ich, ist es auch für Frauen sehr schwer, ein sehr positives Selbstbild zu bekommen, wenn sie sich dafür entscheiden, kinderlos zu sein. Also gerade eben so in den 30ern, wenn diese Fragen anstehen. Ich denke, hinterher ist das alles kein Problem mehr, wenn sich das eben alles, ne, normalisiert hat und es ist dann halt so und die sind halt glücklich und bereuen nichts, ja. Weil das auch meistens so ist. Also Frauen, die sich dafür entschieden haben, die bereuen das auch nicht. Also diese Erzählung, dass die Reue kommen muss im Alter, das stimmt einfach nicht. Ja. Das ist, glaube ich, die letzte Versuch, ne, Frauen irgendwie Angst zu machen. In den 30ern vor allem, dass immer gesagt wird, in die Zukunft projiziert wird, du musst das bereuen, du wirst dich schlecht fühlen und jetzt ist die letzte Chance. Ne, also dieser Zeitdruck, der da aufgebaut wird. Ich glaube, der hat ja auch, also ne, der hat halt so ein wie nennt man das, selbsterfüllende Prophezeiung einfach so, ne? Also, und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so das letzte Resort, ja, wie Leute dann Frauen doch noch Angst machen wollen, dass sie nicht glücklich werden können ohne Kind. Man muss sich einfach anschauen, wie das Frauenbild in unserer Gesellschaft aussieht und was für Arbeiten oder Tätigkeiten oder was für Rollen Frauen erfüllen sollen in unserer Gesellschaft, ja. Das ist nämlich ganz klar, die Frau soll einfach im Haushalt ne, durch das Kind an das Heim gebunden sein, die Fürsorgearbeit umsonst, gratis für uns alle irgendwie leisten und über diese Erzählung, dass sie das besser kann, weil sie sozusagen biologisch dafür besser ausgestattet sei, wird das von ihr abverlangt, weil das eben auch mit eben so Liebesfähigkeit und so weiter einfach normalisiert wird. Es wird einfach selbstverständlich davon ausgegangen, die Frau kann das, die Frau macht das, die Frau ist dafür da.
Und tatsächlich sind dahinter aber einfach Überlegungen von geschlechtlicher Arbeitsteilung. Ne? Also wer erfüllt denn gewisse Rollen in unserer Gesellschaft? Und das hat sich halt wirklich in den letzten 200, 300 Jahren so rauskristallisiert. Ne? Diese Arbeitsteilung in der Kleinfamilie, der Mann geht raus, macht seinen Job, ne? Ist in der Politik, ist in der Öffentlichkeit, dominiert da das ganze Geschehen. Und die Frau soll eben zu Hause bleiben, sich um den Mann kümmern, sich um die Kinder kümmern und sozusagen den ganzen Laden am Laufen halten, aber unbezahlt. Ne? Also ohne Anerkennung, ohne Kompensation, ja? Ohne große soziale Absicherung auch. Also nur durch den Ehemann, was ja auch eine wahnsinnige Abhängigkeit was ja auch eine ganz große Abhängigkeit einfach zur Folge hat. Ne? Und das ist einfach die geschlechtliche Arbeitsteilung, die wir in unserer Gesellschaft haben wollen. Und das ist ja auch ein ökonomischer Faktor einfach. Ne? Und deswegen, weil das aber über Liebe immer erklärt wird, ne, und über Biologie, ist es halt so schwer für Frauen, sich davon zu entfernen. Also davon einfach wegzutreten und zu sagen, nee, Moment mal Leute, hier geht es um ganz andere Dinge. Also ihr psychologisiert hier rum, damit ich mich in dieser ganzen Rhetorik halt so gefangen fühle. Ja? Aber tatsächlich geht es ja einfach um Arbeit. Wer macht hier Arbeit in der Gesellschaft? Und wer wird hier wie erzogen, um diese Arbeiten zu erfüllen? Ja? Weil also dass Frauen mehr in der Lage sein für Fürsorgearbeit, ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja? Also ich meine, das wird ihnen halt zugeschanzt, weil unser ganzes Frauenbild so aufgebaut ist, dass Frauen eben emotionaler sind und sensibler sind, um sich für andere zu kümmern und so weiter. Das ist natürlich nicht wahr. Ich meine, das können Männer genauso gut wie Frauen. Und ich finde auch Fürsorglichkeit generell ist ja ein wunderschöner Wert auch in einer Gesellschaft. Ja? Aber den sollen bitteschön alle erfüllen. Und alle sollen noch dazu, ich sag mal, erzogen werden, dass sie das als positiven Wert für sich nehmen. Ja? Weil ich meine, das Fatale, was natürlich auch daraus sich entwickelt hat, ist natürlich, dass eben Fürsorge an sich, weil es eben so als weibliche Arbeit so nebensächlich, ne, konstituiert im Grunde, dass sie eben auch unter sehr schlechten Bedingungen stattfindet. Also wie man das überhaupt leisten kann. Also es ist schlecht bezahlt, es ist schlecht abgesichert, es wird nicht wirklich anerkannt. Ne? Also diese ganze Problematik von wie in einer Gesellschaft, wie können wir eigentlich uns umeinander kümmern. Ja? Ich glaube, das ist halt generell einfach so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil wir das immer in diese Kleinfamilie als Frauenarbeit so abgetan haben und deswegen die Anerkennung, was das eigentlich wert ist und wie sehr wir das brauchen. Also jeder Mensch von uns braucht Fürsorge und Liebe. Ja? So, dass in unserer Gesellschaft Lohnarbeit als Autonomie oder so als Raum der Autonomie wahrgenommen wird. Ne? Und deswegen ist es ja das Logo, dass eben nach der Frauenemanzipation war klar, wenn die Frauen Autonomie haben möchten, müssen sie auch Lohnarbeit machen, müssen sie auch einen Job haben. Ne? So. Aber das hat sie ja nicht entlassen von dem Anspruch, dass sie ja auch Kinder haben müssen und sich auch um diese Kinder genau perfekt kümmern müssen, wie eben sie es auch um die Lohnarbeit tun. Ja? Also deswegen würde ich mittlerweile eigentlich sagen, dass Mutterschaft fast schon reingezogen wurde in diese Leistungsgesellschaft. Ja? Also Mutterschaft ist Teil der erfolgreichen Frau oder der weiblichen Erfolgsbiografie und wird genauso als sozusagen optimierungswürdig gesehen wie eben die Lohnarbeit. Ja? So. Und das deswegen wirklich, glaube ich, auch wirklich, also ich glaube, alles wird mittlerweile unter diesem Leistungsaspekt gesehen. Alles, was wir tun, alles, was wir fühlen, alles, wie unser Leben gestaltet wird, wird unter diesem Aspekt der Leistungsgesellschaft gesehen. Mutterschaft genauso wie Lohnarbeit. Ich denke, dass dahinter wirklich dieses Bild der Frau, die Multitasking kann. Das ist ja dieses typische Bild der Mama. Ja? Die Mama schafft alles. Die Mama ist für alle da. Die Mama selber hat keine Bedürfnisse. Nein, die ist total selbstlos und kümmert sich um alles. Und zur Not kümmert sie sich natürlich auch noch um Teilzeitarbeit oder geht auch noch arbeiten und ist alleinerziehend. Das schafft sie auch noch. Also diese Idee, was Frauen alles schaffen angeblich, ist wirklich, das ist übermenschlich. Ja? So. Aber das wird von Frauen verlangt und Frauen dann noch vorenthalten oder vorgehalten, wenn sie das nicht schaffen. Ne? So. Deswegen, du hast vollkommen recht. Also gerade, man verzeiht der Frau ja auch nicht jetzt, wenn sie nur zu Hause bleibt. Ganz klar. Ja? Aber das entlässt die Frau ja nicht von diesen Ansprüchen, was sie alles zu Hause leisten muss. Ja? Und ich denke, ein ganz großes Problem einfach, das merke ich immer wieder bei der ganzen Diskussion um Gleichberechtigung, ist halt, dass wir haben uns immer irgendwie darauf eingerichtet, dass Gleichberechtigung dann geleistet sei, wenn Männer genauso wie Frauen Lohnarbeit machen.
also die Frauen können jetzt eben auch Jobs haben, so, ne? Und sind eben, also Gleichberechtigung wird eben nur so über diese Jobmöglichkeit irgendwie verrechnet, ja. Und dabei wurde aber irgendwie total vergessen, dass Gleichberechtigung nur funktioniert, wenn Männer auch das machen, was Frauen vorher getan haben. Nämlich eben Hausarbeit, Kindererziehung, ne, und die ganze Pflegearbeit. Weil eine Gleichberechtigung heißt bei uns nur, die Frauen können jetzt das machen, was Männer tun. Aber umgekehrt halt nicht. Die Männer tun auch das, was Frauen tun. Und das ist die ganze Krux an der Frage der Gleichberechtigung, warum wir auch daran scheitern. Und das funktioniert halt über unsere Idee von Biologie oder wie wir unsere Idee von Biologie halt instrumentalisieren, weil halt gesagt wird, ja, die Männer können das ja nicht richtig, die Frauen können ja nur, ne? Die sind halt irgendwie dafür besser gemacht, ne, sich um eben Kinder und Haushalt zu kümmern. So, weil wir das eben nicht hinterfragt haben weiter. Ne? Und das jetzt plus eben Leistungsgesellschaft wird natürlich ein riesiges Kuddelmuddel, wo die Frauen gar nicht mehr raus können, wo sie eben alles leisten müssen. Und das ist natürlich nicht machbar. Ja, so. Ich finde es auch interessant, so zu sehen, wie schwer es Männern gemacht wird, diese Fürsorgearbeit zu übernehmen. Also ich glaube, es gibt sehr viele individuelle Männer, die sind wirklich toll und ne, haben auch dieses Verhängnis, sag ich mal, durchschaut, ja, und wollen wirklich sich mehr in der Familie engagieren. Aber es wird ihnen auch sehr schwer gemacht. Es wird ihnen erstens sehr schwer gemacht von eben Arbeitsstrukturen, also was ihnen erlaubt wird als Vater überhaupt Fürsorgearbeit zu leisten, ja, wie das abgesichert ist oder eben nicht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass tatsächlich Männer auch mit sehr viel Druck umgehen müssen, dass sie irgendwie entmännlicht werden, ja, oder dass sie sich ihren Kumpels gegenüber irgendwie rechtfertigen müssen, wenn sie auf einmal zu viel Haushalt machen und dann mit dem Staubwedel stehen und dann mit dem Baby. Also das ist einfach, glaube ich, also ich glaube auch, dass Männer ja auch darunter leiden, ja, also was diese Idee von Maskulinität ihnen antut, ja. Deswegen denke ich ja auch, also ich denke schon, die Männer müssen diese Arbeit auch selber leisten, sich daraus zu boxen. Ja, das kann jetzt nicht auch noch unser Job sein, dass wir die Männer auch noch befreien. Ja, aber ich sehe durchaus auch ein, dass das schwer ist für viele Männer oder dass sie selber vielleicht die Dinge gerne probieren würden und es wird ihnen sehr schwer gemacht einfach. Ne, so ja. Also ich weiß nicht, ob das so viel schlimmer ist in Italien oder in Deutschland. Also dieses Mutterideal in Deutschland ist extrem. Diese Idee, was die Frau alles zu leisten hat, was die Frau alles können muss, wie die Frau von ihrer Konstitution her sein muss, diese Pathologisierung, die damit einhergeht, das ist extrem in Deutschland. Ja. Und ich frage mich manchmal wirklich, ob das auch was mit so einem Perfektionismusdrang generell in Deutschland irgendwie zu tun hat. Ne? So alles muss immer irgendwie perfekt sein und deswegen auch die Biologie und der Körper so, ne? Und auch die Psychologie. Also dieses Uhrwerk-Gedanke, ne? Dass das echt hier so ganz komisch dominant ist, dass das so in alle Arbeitsbereiche eindringt, diese Idee von Perfektion, ja? Wo der Mensch total dahinter, also menschliche Bedürfnisse verschwinden dahinter. Aber das andere ist natürlich die große, ne, die Zeit des Nationalsozialismus. Die spielt da natürlich auch noch immer mit rein. Ne? Und es hat aber auch eben was mit diesem Uhrwerkgedanken zu tun, glaube ich. Ne? Dass eben, ne, wie die Frau zu funktionieren hat, so eine sehr strikte Vorstellung von Natur, ja, von wie der Körper zu funktionieren hat, wie die Psychologie zu funktionieren hat, wie der Volkskörper zu funktionieren hat. Also ich glaube, dass Deutschland sich nicht total davon emanzipiert hat von diesem Gedankengut. Ja? Das arbeitet immer noch in uns drin und es kam ja auch irgendwo her. Ja? Also ich denke, dass das auch eine ganz große Rolle noch spielt. Also wenn man vergleicht ja immer ganz gerne mit eben Frankreich zum Beispiel, ne? Dass den Frauen dass das viel lockerer einfach gehandhabt wird. Ne? Also natürlich ist das auch so diese Idealvorstellung, die Frau kann alles und sieht dabei auch noch gut aus, ja. Also die hat einen tollen Job, hat ein Kind, hat einen tollen Mann und ist auch noch irgendwie totaler Dread und ne, hat alles so, ne. Es sind ja wirklich so, oh, Leute, lasst mir die Ruhe. Also ich meine, ja, also dieser Perfektionismus, der ist ja, glaube ich, auch da, aber ich denke, in Deutschland ist das schon wirklich massiv, ja. Und was ich halt so irre finde in Deutschland, ist aber ähm, dieser Drang, auch den Frauen immer vorzuhalten, egal wie sie es machen, machen sie es falsch, ja. Also wenn sie zu viele Kinder haben, zu wenige Kinder haben, wenn sie arbeiten gehen, wenn sie nicht arbeiten gehen, also es wird immer das betont, wo das Defizit herrschen könnte. Es wird immer das betont, wo was nicht super ist. Ne? Oder also wo man die Frau anzweifeln kann. Das wird immer betont. Und das finde ich schon wirklich ein fast schon
perverses Hobby, ja, was hier abgeht. Und das tun Frauen sich leider auch gegenseitig an. Ja. Und das ist natürlich das ganz Schlimme generell bei Frauensolidarität. Ne? Dieses Problem, dass wenn es dir selber schlecht geht, ja, oder wenn du selber dich halt, ja, also wenn dir selber alles zu viel wird und selber diese Anspruchshaltung, die du dich wehren musst, die gibst du einfach weiter als Frau. Ne? Also ich denke, es ist halt super einfach für, gerade für Mütter, ne, wenn du kannst dich im Grunde am besten gut darstellen, wenn du über andere Mütter schlecht redest, weil dann kannst du dich in einem besseren Licht darstellen. Und das zeigt ja aber einfach nur, wie viel Druck auf diesen Frauen lastet. Ja? Und ich denke mal auch, wie viel Isolation auch letzten Endes. Ne? Weil ich denke, dass, also was mich bei der ganzen Sache am meisten wirklich traurig macht, ehrlich gesagt, ist halt wirklich, in wie sehr dieser Perfektionismus, dieser Gedanke der Kleinfamilie, wo alles so isoliert stattfindet, uns als Gesellschaft total entzweit hat und entfremdet hat. Ja? Also es wird ja immer gerne gesagt, die kinderlose Frau ist irgendwie gegen die Gesellschaft oder die interessiert das alles nicht, die engagiert sich nicht sozial. Ne? Und ich würde eher sagen, es ist genau umgekehrt. Also die Kleinfamilie ist für mich ein Grund, warum wir alle so getrennt sind voneinander, ja, und warum auch gerade Kindererziehung so unglaublich einsam zu Hause stattfindet von Frauen. Das finde ich immer schlimm. Also wenn ich meine Freundinnen, die Kinder haben, betrachten, die halt wirklich immer so isoliert alleine zu Hause sind, dann machen sie vielleicht mal hier, weißt du, so ein Kindercafé oder gehen mal auf den Spielplatz, aber ansonsten findet alles irgendwie alleine zu Hause statt. Und natürlich haben sie die Schnauze voll davon irgendwann, also sehr schnell, ja, und fühlen sich total, ja, eben wie heißt das, abgehängt, ja. Also viele Frauen fühlen sich ganz schnell als Mütter total abgehängt von der Gesellschaft, weil sie einfach so isoliert sind, ja. Und ich finde, das ist ein riesiger Fehler. Ich hatte mal ein sehr schönes Gespräch mit einer Frau bei einer Buchvorstellung. Ich schätze mal, die war so um die 70, ja. Und die hat dann erzählt, ja, also sie ist ja auf dem Bauernhof groß geworden, ja. Und das war halt total klar, dass eben nicht nur die Mama alleine zu Hause sich um sie kümmert, am besten noch mit Einzelkind, ja, sondern da war halt auf dem Hof, da war immer was los, da waren ganz viele Leute, da haben sich eben auch Oma, Opa darum um sie gekümmert, Tanten, Onkel, aber auch die Leute, die halt da gearbeitet haben. Also die Kinder konnten da rumspringen, ne, und es war einfach so, immer hat jemand ein Auge auf sie gehabt, so, ne. Und das war halt eine geile Kindheit, so, ne. Also damit will ich auch nicht jetzt die Großfamilie idealisieren, weil da gab es natürlich auch sehr viele soziale Zwänge, ja. Aber was ich damit sagen will, ist, wir hatten doch mal ein anderes Zusammenleben, ja, wo eben Kinder überall waren und wir waren überall und man hat sich, weißt du, getroffen, man hat aufeinander aufgepasst, ja. Und das finde ich in der Tat einfach einen sehr schönen Gedanken. Und dann, eben, vor 200 Jahren hat sich dieser Gedanke der Kleinfamilie, wo alles so abgeschirmt und eingehegt auf einmal ist, ja. Und das hat uns total isoliert. Und ich glaube ja wirklich, dass ein Grund, warum Leute keine Kinder mehr haben wollen, ist gar nicht unbedingt, weil sie halt jetzt Kinder so schlimm finden, sondern weil sie es schlimm finden, wie man mit Kindern zusammenleben muss in unserer Gesellschaft. Ja? Also dass man dann eben in der Kleinfamilie sich zurückziehen muss und gewisse Sachen und dann, ne, dann wird sozusagen die Abhängigkeit voneinander immer größer, dann muss man auch Häuschen kaufen und wird aber beäugt von allen und beurteilt von allen und man muss aber alles irgendwie alleine schaffen, weil eben diese Gemeinschaftlichkeit überhaupt nicht mehr existiert. Ja? Und ich glaube wirklich, Kinderlosigkeit, das ist für mich auch so eine Art, wie so ein Reset-Knopf, ja, also wo Leute einfach sagen, hey, Moment mal, wir wollen das nicht mehr so, wie uns das aufgedrängt wird, ne, diese Art und Weise, wie Familie auszusehen hat, ja. Und da passiert ja auch ganz viel, ne? Dass eben soziale Elternschaften entstehen, dass mehr Generationenhäuser entstehen, größere WGs entstehen, weil ich glaube tatsächlich, dass das dem menschlichen Bedürfnis viel mehr entspricht einfach, ne? Dass man auch eben dann eine viel entlastendere Arbeitsteilung hat. Ne? Dass eben mehrere Leute sich auch um Kinder kümmern müssen und eben nicht nur die eine Frau allein zu Hause. Ja? So. Weil davor fliehen die Frauen. Ja? Ich glaube, diese ganze Krux, die hat auch damit zu tun, dass wir eben gelernt haben, dass Kinder nur zu Hause abgeschirmt irgendwie bei der Mama sind. Ja? Also wir haben total verlernt, dass Kinder ein normaler Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Ja? Weil das eben dann ja nur eben in dem privaten Bereich auf einmal stattfinden musste oder halt im Kindergarten. So, ne? Und ich denke mal, das bricht halt jetzt langsam auf, weil eben Frauen aus den Häusern rausgehen, ne? Die müssen ihre Kinder halt mitnehmen, ne? Und deswegen werden sie auch öffentlicher, ne? Und deswegen, dass jetzt auf einmal Parlamentarierinnen ihre Babys mit ins Parlament nehmen. Also das zeigt einfach, ja, was hat denn vorher alles gefehlt?
Also was hat denn vorher gefehlt, als eben diese öffentlichen Räume immer so männlich definiert waren und die Frauen und die Kinder waren dann so alleine zu Hause? Das wird ja jetzt erst offensichtlich, wenn die Frauen ihre Kinder mitnehmen in die Öffentlichkeit. Und das ist so, das ist echt so, ich glaube, die Leute sind so irritiert, wo sie denken, ach ja, stimmt, das ist ja auch Teil der Gesellschaft, das muss ja auch öffentlich sein, ne? Ich meine, es hat ja auch einen guten Grund, warum Politik auch jahrzehntelang so frauenfeindlich war, weil eben die Bedürfnisse von Frauen unsichtbar gemacht wurden, ne? Weil sie eben nicht mit ihren Kindern im Parlament gesessen haben und selbstverständlich beim Politikmachen dabei waren. Ne? Also es ist, das ist auch diese Idee, dass eben Kitas angeschlossen werden an Betriebe. Das ist ja auch eine neue Idee, die auch super ist, ne? Weil man das natürlich dann viel besser vereinbaren kann, weil man nicht erst noch Kind A nach Kreuzberg, Kind B nach Schöneberg und dann muss man noch in Treptow arbeiten gehen. Ich meine, viele Frauen leben so gerade, ja, weil sie auch keinen Kita-Platz bekommen oder jedenfalls nicht einen für zwei verschiedene Kinder, ja. Sondern dass mitgedacht wird, dass eben wirklich Familie und Kinder integriert werden und normaler Bestandteil der Gesellschaft sind und nicht mehr isoliert. Ja. Also ich habe mich ja entschieden, ein ganzes letztes Kapitel von meinem Buch über soziale Elternschaft handeln zu lassen, ne? Weil es ja auch ganz klar darum ging, In dem Buch? genau, in dem Buch Die Uhr, die nicht tickt, weil es ja ganz klar darum ging, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Ne? Also wie wollen wir eben, also wenn ich eben so von vorne bis hinten die Kleinfamilie kritisiert habe, wobei ich aber auch sagen muss, wenn Leute so leben wollen, sollen sie es gerne tun. Also das ist ja gar nicht, ich will gar nicht gegen irgendein Konzept an sich sprechen, aber dass Leute dazu gedrängt werden, gewisse Konzepte zu erfüllen, die auch politisch gefördert werden, politisch so gewollt werden, ja, das ist halt ein Problem, weil davor fliehen die Menschen. Das sehe ich ganz klar. Ja? Also Kinderlosigkeit ist auch eine Flucht vor diesen veralteten Familienkonzepten und Geschlechterkonzepten. Ne? Weil, ja gut, ich meine, es ist, ja, nee, genau. Weil es eben für Frauen wahnsinnig schwer ist, das sagen auch ganz viele Frauen, wenn Kinder kommen, dann hört die Gleichberechtigung auf. Ne? Weil dann kommt wieder diese Erzählung von Biologie, Psychologie und das ist dann dein großes Gefängnis und da kommst du nicht mehr raus, weil wenn was schief läuft, ist das Kind das Leidtragende und du bist dran schuld. Also diese Schuld, Gefühl, Maschinerie, ja, die Mutterschaft oder die Mutterideale ausmachen, das ist ein ganz großes Gefängnis für Frauen und es ist wahnsinnig schwer für Frauen, sich dagegen zu wehren. Ne, also weil ja immer die Bedürftigkeit des Kindes dann natürlich als Argument hochgehalten wird. Das ist natürlich gerade für Männer sehr einfach, ja, dann eben zu sagen, du bist dran schuld, weil die Biologie sagt doch, nur du hättest das tun können. Das heißt, wenn das Kind verkorkst ist, kann es natürlich nur die Mutter gewesen sein und nicht der Vater, der sich um nichts gekümmert hat. Ja. So. Genau, und ich komme wieder darauf zurück, auf soziale Elternschaft, das war noch vorher wichtig. Genau. Nee, aber vielleicht noch eins, um das rund zu machen, von wegen Biologie und so. Ne? Diese Erzählung, dass eine Frau einen Mutterinstinkt hat, der sie dazu befähigt, eben sich um das Kind zu kümmern, anders als der Mann. Diese Erzählung ist noch gar nicht so alt. Ne? Und diese Erzählung hat ganz klar mit der Etablierung von der Kleinfamilie zu tun, wo eben das als ganz klar so als Frauenarbeit auf einmal definiert wurde von Pädagogen, von Soziologen, ne? Also von Naturwissenschaftlern, von Männern, ja, die natürlich auch total davon profitiert haben, die Frau so darzustellen und auch ihre Charaktereigenschaften so zu beschreiben. Das war ja im Grunde wie eine Arbeitsbeschreibung, ja. Also die Frau kann das, die Frau macht das, perfekt. So funktioniert unsere Gesellschaft. Ne? Und diese Idee von Mutterinstinkt, das ist erst da entstanden. Also die ersten, die das beschrieben haben, waren Rousseau, Leibniz, ja. Das waren halt diese frühen Pädagogen, die sich halt überlegt haben, wie funktioniert Familie am besten? Aha, alles klar, so. Und dann brauchen wir diese und diese Charaktereigenschaften. Wer hat das? Ah, die Mutter, ja, so. Und das hält sich aber bis heute. Ne? Das ist halt wirklich dieses pseudowissenschaftliche Allgemeinwissen, was sich bis heute einfach hält, dass eben die Frau irgendwie mehr Fürsorgequalitäten hat als der Mann. Das ist absoluter Quatsch. Ja? So. Ich meine, nur weil Frauen stillen können und Frauen gebären können, heißt das noch lange nicht, dass sie irgendwie andere Liebesfähigkeit haben, ne? Oder anderes Verständnis für einen Kinderkörper, der genauso neu ist für sie wie für den Mann. Ja? So, wie man sich darum kümmern muss. So, also das ist normal. Genau, also es gibt in Kanada zum Beispiel seit 3, 4 Jahren ein neues Gesetz, das nennt sich Social Guardianship und das besagt, dass bis zu 4 Personen legal Eltern für ein Kind sein können. So, ne? Und das heißt eben auch, also es geht über die biologische Elternschaft hinaus.
Das ist also ganz klar eine Anerkennung dessen, dass solche Konzepte schon existieren, ne? Und dass es eben auch den Wunsch gibt, von verschiedenen Leuten eben eine Familie zu sein, die eben nicht nur auf eben eine romantische Liebe fußt, sondern eben auf Freundschaft. Und ich finde auch sozusagen den Gedanken auch sehr interessant, mal zu sagen, ist Freundschaft vielleicht auch viel stabiler als eine Liebesbeziehung? Ja? Ich finde, das kann man ja auch mal fragen, ne? Weil viele Leute ja sagen, ja, das ist dann ein Experiment mit dem Kind und so weiter, ne? Aber wenn man sich dann die Scheidungsrate von Liebespaaren anschaut, die extrem hoch sind, weil das eben nicht mehr aushaltbar ist und weil das nicht über Jahre dieses romantische Ideal aufrechterhalten ist, ja, kann man ja auch mal fragen, sind vielleicht Freundschaften eigentlich die viel stabilere Familie als eine Liebespartnerschaft, ja? Das kommt natürlich in unserem Denken, in unserem Normalitätsdenken nicht vor. Das ist erstmal so, oh Gott, natürlich muss nur Mann und Frau, ne? Aber man muss ja mal fragen, woher kommt denn dieses Denken eigentlich, ne? Weil ich finde auch tatsächlich, wenn eben Freunde zusammenkommen, also die haben eben nicht irgendwelche Liebesquerelen am Laufen, ja, sondern die haben sich wirklich frei entschieden, okay, wir und wir kennen uns schon und wir mögen uns und wir, ne, wollen jetzt zusammen wohnen und zusammen Kinder erziehen. Und dafür fehlen aber die Konzepte, also vor allem, dass es eben legal abgesichert ist. Und in Kanada haben sie jetzt eben diesen Versuch gemacht, okay, dann sichern wir das jetzt ab, damit Leute wirklich auch klar haben, wir sind Familie, wir haben eben auch die gleichen Rechte und Privilegien wie eine Familie. Und aber auch natürlich auch Pflichten, ja, so. Und das finde ich total großartig. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Also wenn sowas überhaupt so rechtlich immer abgesichert werden muss, ist auch die Frage, ne, wie sehr ist das eigentlich notwendig oder wird das nicht auch total überreguliert auch, ne, wie Familie überhaupt zu sein hat. Aber es geht natürlich auch um solche Fragen wie beim Todesfall, wer kümmert sich darum, ne? Aber auch klar, wer kann mitreden bei der Schule und ne? Also das sind ja alles so Sachen, wo man das in unserer Gesellschaft, wie sie eben funktioniert, regeln muss. So, ne? Genau, und ich denke, das ist in Deutschland noch schwer durchsetzbar, so eine Idee. Weil Deutschland, tut mir leid, wenn ich das so klar sagen muss, aber ich glaube, hier ist dieser Gedanke nach Blut und Boden, ja, ist hier noch sehr groß. Dass das eben Gesellschaft so funktioniert. Dass Gesellschaft so gedacht wird über Blut und Boden, ja, und über eben biologische Linien, so, ne. Also das ist ja auch, wie vielen Leuten es hier schwerfällt, Leute als Deutsch zu akzeptieren, wenn sie nicht weiß sind zum Beispiel. Ne? So, es ist immer dieses komische Gedanken, du kannst doch nur wirklich deutsch sein, wenn es über Blutsverwandtschaft geht, ja, und eben nicht über Zuzug einfach, ne, und einfach hier leben, zusammen als Gemeinschaft leben, ne, so. Ich glaube, damit haben echt viele Deutsche noch ein Problem. Und das ist auch ein Erbe des Nationalsozialismus, ja, so. Genau, und deswegen glaube ich, das hängt dann aber auch zusammen. Also wie eben soziale Elternschaft immer so kritisch beäugt wird. Ne? Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht irgendwie richtig sein. Ne? Aber tatsächlich glaube ich, das ist das, was sich durchsetzen wird. Also vor allem bei Leuten, die halt es sich trauen, auch andere Konzepte zu leben, weil das Problem natürlich auch immer ist, ne? Also das habe ich eben schon erwähnt, also diese viele neue Konzepte werden dir auch klein gemacht, weil dir immer vorgeworfen wird, du experimentierst mit dem Kind oder so. Ne? Das ist natürlich immer so ein Hau drauf Argument, ne, was man leicht machen kann, um gesellschaftliche Entwicklung generell zu deckeln. Wenn man das so denkt über das Kindeswohl, dann muss man ja auch mal sagen, vielleicht ist ja auch die heteronormative Kleinfamilie das Problem, wenn wir uns die Scheidungsrate anschauen und vielleicht müssen wir die ja abschaffen, weil die ist nicht gut fürs Kindeswohl. Ich meine, konsequenterweise müsste man das mal denken, aber das wird ja eben über Biologie gedacht und Biologie ist ja immer richtig, wie wir uns das eben vorstellen und deswegen kann das nur gesund so und so und so sein. Also das tickt in uns noch sehr drin, ja, so, und das tut mir im Grunde sehr weh, wenn ich halt immer wieder sehe, wie Leute sich im Weg rumstehen, Leben zu führen, die sie glücklicher machen würden. Ne? So. Und ich sehe das, wie gesagt, ich sehe das auch in meinem Bekanntenkreis, wie sehr Frauen wie ich dann doch in dieser Kleinfamilienfalle landen, ja, und nicht glücklich sind, ja. Und ich finde das echt dramatisch. Also ich finde es dramatisch auch deswegen, weil ich mir echt denke, was haben wir uns da genommen? Also was für eine Idee von Gemeinschaftssinn und von solidarischem Zusammenleben haben wir uns auch dadurch genommen, dass wir dachten, es muss alles so isoliert in der Kleinfamilie stattfinden. Und das finde ich sehr schade, ja, weil ich glaube, wir könnten ganz anders leben. Also ich glaube auch letzter Satz, wir reden ja immer so gerne von der Single-Generation und Isolierung und Individualisierung.
Und ich würde ja sagen, naja, aber das hat doch mit der Kleinfamilie angefangen. Ne? Also damit hat diese Isolierung angefangen und die wird jetzt eben weitergeführt, weil die Leute in diesen Konzepten nicht mehr leben wollen, aber sie sehen die anderen Konzepte noch nicht oder sie sehen noch nicht, wie sie die kreieren können, ne? Weil eben das als Normalität gesetzt wurde, wie man überhaupt Gemeinschaft lebt. Und ich glaube, dass da auch sehr viel ja, auch sehr viel Traurigkeit auch tatsächlich herrscht, dass sozusagen Leute nicht mehr wissen, wie sie Gemeinschaft herstellen können, außer mit einem eigenen Kind und eben mit Mann und Frau. Ja? Und ich glaube, dass da, also auch diese ganze ne, dieser ganze Wahn, das eigene biologische Kind muss da sein, um überhaupt das Liebesbedürfnis stillen zu können. Und deswegen auch diese ganze Industrie von Leihmutterschaft, von In vitro, ja, warum das solche Ausmaße bekommen hat. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns selber eingetrichtert haben, ich bekomme nur Liebe in der Kleinfamilie mit Vater, Mutter, Kind. Und es muss so und so und so aussehen. Es muss mein eigenes Kind sein, mein eigenes biologisches Kind. Nur dann kann ich wirklich mein Liebesbedürfnis und mein Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllen. Und dahinter steckt mittlerweile eine ganze Industrie, die diese Liebe benutzt auch, oder diese Liebesvorstellung. Und ich finde das dramatisch. Also ich finde es dramatisch, was wir uns da antun, was Frauen sich selbst antun, was Frauen damit auch anderen Frauen, nämlich zum Beispiel Eizellenspenderinnen oder Leihmüttern antun, ja. Das ist ja, also, ich finde es komplett verrückt, ehrlich gesagt, ne, wenn man sich das anschaut, wie zwanghaft eine bestimmte Form von Gemeinschaft hergestellt wird durch auch Technologie jetzt, ne, weil wir glauben, nur so können wir Liebe und Gemeinschaft leben. Komplett verrückt.